Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen dieses Mal einen Schweizer Apfelkuchen. Und für diesen super leckeren Apfelkuchen fangen wir gleich mal an mit der Vorbereitung. Da haben wir natürlich die Backform schon vorbereitet mit Backpapier. Dann pressen wir eine Zitrone aus, weil den Saft, den brauchen wir später für die Äpfel. Wir vermischen Zucker, Vanillezucker und Salz miteinander und dann noch Backpulver mit Mehl. Aus diesen Zutaten bereiten wir jetzt den Boden zu. Und deshalb geben wir weiche Butter in eine Schüssel und schlagen sie cremig auf. Als weitere Zutat brauchen wir für den Boden noch ein Ei. Und wenn dann alles gut vermixt ist, dann geben wir Mehl hinzu und kneten daraus einen Teig. Mit der Hand gebe ich dem Teig dann noch kurz eine Form. Und dann geben wir ihn schon in die Springform hinein und drücken ihn dann schön platt, beziehungsweise wir drücken auch einen Rand hoch, weil wir brauchen einen kleinen Rand für später. Also wir geben somit den Teig nicht wie sonst in den Kühlschrank, sondern wir verarbeiten ihn gleich, nachdem wir ihn durchgeknetet haben. Weil wir jetzt auch die Äpfel gleich vorbereiten, wäre es auch jetzt gut an der Zeit, den Ofen vorzuheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und die Äpfel, die achteln wir, sprich wir machen sie nicht ganz so klein. Gleich anschließend geben wir die Apfelstücke in eine Rührschüssel und geben dort auch den Zitronensaft hinzu, damit die Äpfel nicht braun werden. Zu den Äpfeln gebe ich dann noch ein bisschen Zucker hinzu. Das macht das Ganze noch feiner, noch leckerer. Und wenn dann Äpfel übrig bleiben, sprich später, wenn ich zu viel gemacht habe, macht nichts. Die sind so lecker, die kann man dann auch gleich danach so essen. Wenn wir mit den Äpfeln jetzt fertig sind, dann geben wir die Äpfel ringweise in die Springform hinein, auf den Boden drauf. Bevor wir den Kuchen jetzt in den Ofen schieben, geben wir aber jetzt noch Zimtpulver drauf. Schön gleichmäßig verteilt. Und dann bleibt der Kuchen zunächst mal für 30 Minuten im Ofen, weil dann folgt nochmal was. Weil dann geben wir nämlich den Sahneguss drauf. Und den Sahneguss, den können wir in den 30 Minuten vorbereiten. Ja, was brauchen wir für den Sahneguss? Wir brauchen Zucker, Vanillezucker, wir brauchen 2 Eier und natürlich Sahne. Die 2 Eier, die rühren wir erstmal richtig schön cremig. Und geben anschließend den Zucker hinzu. Den Zucker habe ich vorher schon mit dem Vanillezucker vermischt. Was wir auch noch hinzugeben müssen, das dürfen wir nicht vergessen, sind 25 Gramm Stärke. Die benötigen wir ebenfalls. So, der Sahneguss ist jetzt fertig vorbereitet, die Zeit ist rum und dann geben wir ihn auf den Kuchen drauf. Ist natürlich klar, dass wir den Kuchen wieder in den Ofen geben, bei gleicher Temperatur von 175 Grad Ober- und Unterhitze und backen ihn nochmal für 25 Minuten. Wenn jetzt aber der Kuchen herauskommt, dann ist er fertig. Dann können wir ihn abkühlen lassen und uns dann ein schönes Stück abschneiden von diesem sehr leckeren Schweizer Apfelkuchen mit Sahneguss. Sieht er nicht traumhaft lecker aus, dieser Kuchen? Wer möchte, kann natürlich auch mal wieder dann Puderzucker noch drüber streuen.
Aber dieses Mal mache ich das nicht, weil der ist schon so richtig lecker. Ich finde den Kuchen hammerlecker. Aber wenn ich diesen Kuchen so ansehe, dann habe ich so das Bedürfnis, mal diesen Sahneguss mal viel, viel dicker zu machen. Aber die Idee, die setze ich mal später um und bin dann mal gespannt, wie dieser Apfelkuchen dann werden wird. Okay, meine Freunde, habt ihr Lust auf diesen Apfelkuchen bekommen? Ja, dann backt ihn doch mal nach und berichtet mir, wie er geworden ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.